Wir sind in der letzten Märzwoche 2023, Zeit, das letzte Quartal nochmal zu reflektieren, nochmal zu schauen, was in den 13 Wochen denn alles so geschehen ist, aber auch tiefer zu blicken, was denn die Ursachen für Erfolg, für Misserfolg waren, was uns vorwärts getrieben, was uns motiviert hat, insbesondere welche Menschen uns zum Segen waren und aber auch irgendwelche Bücher oder andere Tipps, die uns stark beeinflusst haben. Bei alledem merken wir, es ist gar nicht so einfach, hier das alles zu greifen, was in einem da so abläuft, was einen stärkt, was einen schwächt. Und noch schwerer fällt es uns, eben diese Dinge dann auch zum Ausdruck zu bringen. Deswegen hier das Fazit: sich ausdrücken lernen. Warum ist es so wichtig und lohnend, daran zu arbeiten, sich auszudrücken? Erstens, weil es um unser Inneres geht. Zweitens, weil es sich lohnt. Drittens, weil jeder es lernen kann. Als wir gestern auf das Thema kamen, musste ich an eine Tube denken und dass ich zu ihr sage, ja, drück dich mal aus. Und das wird sie zwar nicht machen, aber es zeigt, es geht mir eigentlich um das, was innen drinnen ist. Das Äußere ist zwar auch wichtig, dass es da drinnen bleibt auch und mir erhalten bleibt, aber letztlich geht es mir um das Innere. Und so ist es auch in Bezug auf andere Menschen. Es geht um das Innere, nicht um das Äußere, nicht um das Gehabe, nicht um die vielen tollen Worte oder um die Schminke oder ums Auto oder irgendwas, sondern es geht ums Innere. Das ist das, was einen Menschen wirklich wertvoll macht. Und die Dinge sind auch da, selbst wenn er verschlossen ist, selbst wenn er stumm ist, aber ich habe halt dann keinen Zugang dazu. Und noch schlimmer ist natürlich, wenn die inneren Dinge und die äußeren Dinge nicht zusammenpassen, dann nennt man das Ganze Heuchelei und dann habe ich noch weniger von den äußeren Dingen, weil innen im Grunde genommen etwas ganz anderes schlummert und damit bin ich ständig in der Ungewissheit, was denn da noch irgendwann zutage kommt, wenn nur genügend Druck auf jemand ausgeübt wird und dann kommt eben doch das wahre Gesicht raus. Und letztlich geht immer alles von innen nach außen. Man sieht es auch an einem Kirschkern, an jedem Baum. Es fängt eben klein im Samen an. Da ist eigentlich schon alles festgelegt und das kommt eben dann irgendwann zum Vorschein und nach außen. Zweitens, weil es sich lohnt. Ja, es lohnt sich, sich auszudrücken, denn nur dann hat eben ein anderer etwas von dir. Es lohnt sich, sich gründlich Gedanken zu machen über das, was man sagt. Kann man oft noch besser, wenn man jetzt irgendwas schreibt und man kann es nochmal ändern, man kann den Satz nochmal, an dem Satz nochmal feilen. Beim Reden ist es schon etwas schwieriger, kann ja nicht 100.000 Mal anfangen, sondern man muss ja versuchen, die Sache auf den Punkt zu bringen. Aber mit dem Ausdrücken kommt Information, vor allen Dingen kommt letztlich mein Herz, mein Inneres zu dem anderen rüber und er beginnt was zu verstehen, zum einen von sich selber, er beginnt aber auch mich zu verstehen und wo er vielleicht vorher gesagt hat oder sich geärgert hat, merkt er dann plötzlich, ach so war das, ah ja, jetzt verstehe ich dich, ja, jetzt kann ich das nachvollziehen, Entschuldigung, das hätte ich vorher auch wissen sollen, aber vielleicht konnte ich es eben nicht ausdrücken und da hilft es dann einfach,
Und es lohnt sich auch, sich auszudrücken. Oft redet man auch dadurch zu sich selber und versteht sich selber besser. Ja, und drittens, jeder kann es lernen. Ja, im Gegensatz zu dieser Tube, die es nie lernen wird, die immer auf einen Impuls von außen angewiesen sein wird, auf den Druck von außen angewiesen sein wird, so ist es nicht oder muss es nicht sein bei uns und soll es auch nicht sein, wird auch nichts wirklich helfen, sondern wir selber können einen Anstoß geben und können verstehen, ja, es ist wichtig, dass ich eben lerne, mich auszudrücken, denn nur dann hat der andere wirklich etwas von mir, nur dann werde ich das, was tief wertvoll ist, von mir an den anderen irgendwo übermitteln und ich muss es einfach wollen. Und da ist halt so eine Barriere da, klar, wenn ich weiß, ja, ich bin ja im Inneren vielleicht ganz anders, bin ja eigentlich total ätzend oder ja, man spürt ja auch, wo man einfach böse ist, wo man nicht ehrlich ist, insbesondere. Und da ist es letztlich dann eine Entscheidung, die man treffen muss. Ja, ich will ehrlich werden. Ich will mich ausdrücken, wahrhaftig ausdrücken und wahrhaftig werden, denn alles andere bringt ja einfach nichts. Nur so kann eben eine vertrauensvolle Beziehung zustande kommen, wenn der andere sich dann auf das, was ich denn sage, von mir gebe, verlassen kann, dass das auch wirklich so ist. Das gibt dann, ist die Basis dann, dass eben sich Wärme, Vertrauen, auch jetzt, dass der andere dann was sagen kann, ja. Und es ist so schön, wenn man versucht, sich auszudrücken, es fällt ja oft schwer, wenn man es dann schafft und der andere merkt, oh ja, und jetzt hat er wirklich was Entscheidendes von sich gesagt. Und wenn der andere einen dann einfach umarmt, ja. Genauso kannst du es auch machen, ja, wenn jemand dir dann wirklich so tiefe Sachen sagt, dass du ihn einfach dann auch drückst, ja. Er drückt sich aus und du drückst ihn dafür, dass er das nun dir mitgeteilt hat und einen Blick in sein Herz tun hat lassen. Aber lasst uns dann arbeiten, uns auszudrücken. Die Kommunikation, ja, das haben wir oft betont und wird einmal wieder betont, ist so grundlegend für all unsere Beziehungen, und zwar die ehrliche, die offene Kommunikation, und die lebt davon, dass wir lernen, uns auszudrücken. In diesem Sinn, bis zum nächsten Mal, euer Nikolaus Obersteiner. Tschüss.